Guten Morgen. So, wir haben es jetzt, glaube ich, so um die 7 Uhr und wir haben alles gepackt. Und ihr seht, Mario bringt jetzt sein Fahrrad noch sicher über diesen Fluss. Ich hoffe, ich komme da auch noch sicher drüber und dann starten wir in den nächsten Tag. So, es ist 7:05 Uhr, wir rollen. Das passt uns doch viel besser als das gestern. Ja, und der Tag sieht heute so aus, dass wir hauptsächlich den Mortirolo fahren. Der ist wohl sehr steil. Ich glaube 11 Kilometer mit 11% im Schnitt, so grob. Davor habe ich echt Respekt. Aber ja, der Tag sieht heute so aus, dass wir erstmal jetzt 10 Kilometer einen leichten Anstieg haben. Dann geht es ganz lange bergab und dann kommt der Pass. Und dann geht es wieder runter bis zum Campingplatz. Als ich an dem Morgen die Einleitung gesprochen habe, war ich mir gar nicht bewusst, dass wir uns da bereits auf der Nordanfahrt zum Bernina Pass befanden. Der Pass ist extrem schön, ein absolutes Highlight, was jetzt kommt. Ja, und ich habe es einfach genossen, habe gar nicht viel erzählt, habe aber auch nicht vergessen, die Kamera drauf zu halten. Also, viel Spaß. Ja, wir rollen gerade so 2 Kilometer und dann schaue ich auf die Höhe. Ui, 2000. War gar nicht so klar, dass wir so hoch sind. Hier zur Orientierung nochmal die Gesamtstrecke und wir zoomen rein in den zweiten Tag. Wir starten in Pontresina, fahren direkt den Bernina Pass, dann den Mortirolo und wir enden in Corteno Golgi. Da oben waren es so 3, 4, 5 Grad und das Wasser dürfte ziemlich eisig gewesen sein. Wir haben es nicht getestet. Früh aufstehen hat sich auch hier wieder gelohnt. Wir haben die Straßen ganz für uns alleine. Die Bahnstrecke neben uns ist die Bernina Bahn. Sie führt von St. Moritz über den Bernina Pass bis in die italienische Stadt Tirano. Mario ist ganz mutig, der hat nämlich schon kurze Arme. Das habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Aber was für ein grandioser Blick, oder? Richtig cool. Das ist der Stausee Lago Bianco, direkt am Pass. Sieht man das an dem Haus, an dem zweiten Fenster von oben, da war Schnee. Oben auf dem Pass ist das Bernina Hospiz, da kann man auch übernachten. Der höchste Punkt des Passes ist allerdings hier, wo der Pfeil ist. Hier sehen wir unseren Weg auf den Bernina Pass. So, wir haben es dann auch schon geschafft. Die Abfahrt ruft die lange. Ja. Aber der erste Pass geschafft. Ja. Ja, der Bernina Pass, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber war jetzt echt sehr schön, ne? Ja, Ja. richtig cool. Ja. Jetzt schön, später mörderisch. Das ist jetzt die Abfahrt vom Bernina Pass bis nach Tirano in Italien. Insgesamt fahren wir auf 33 Kilometer 1900 Höhenmeter runter.
Bei so langen Abfahrten braucht man auch bei gutem Wetter eine winddichte Jacke und auch meine Handschuhe kommen hier zum Einsatz. Jo, coole Abfahrt. Wir sind auch, glaube ich, übrigens in Italien mittlerweile. Ich habe gar keine Grenze gesehen, aber ich glaube, die war schon kurz vorm Bernina Pass. So ganz genau weiß ich nicht. Da kommt eine. Wenn überhaupt, gab es eine Sprachgrenze. Wir sind hier aber noch weiterhin in der Schweiz. Hier rollen wir in Poschiwano ein. Wir haben jetzt hier ein schönes sonniges Café gefunden mit Espresso, Croissant und so. Und ja, gestern war ja alles so deutschsprachig oder Schweizerdeutsch. Chur und Albula Pass und auch noch gestern in Pontresina. Ne? Aber jetzt ab dem Bernina Pass ist alles italienisch. Ja, ist schon witzig, wie das so fließend ist in der Schweiz. Wir sind doch noch ein paar Kilometer in der Schweiz und dann kommt irgendwann die italienische Grenze. Das ist der Bahnhof Miralago. Bei so einer Aussicht darf der Zug auch mal später kommen. Hier sehen wir die Abfahrt vom Bernina Pass in Richtung Süden nach Tirano in Italien. Wenn man es andersrum fährt, dann ist es ab Tirano ein echt riesiger Pass. Ja, 33 Kilometer und 1900 Höhenmeter so ungefähr. In dem Moment waren wir froh, dass wir das nicht hochfahren mussten. Nochmal Verpflegungsstation. Wir haben ja das mörderische Mortirolo vor uns und das bedeutet ja echt mega krasser Anstieg. Ich bin mal sehr gespannt. Und da bedarf es jetzt noch ein bisschen Nahrungsaufnahme. Und ein wunderschöner Supermarkt. Bei der Gelegenheit, ich liebe ja übrigens Supermärkte im Ausland, also die man so nicht kennt. Und könnte eigentlich meistens stundenlang verbringen. Dann lasst uns mal die 10 Kilometer flach in Richtung Mortirolo rollen. Ja, seit ein paar Minuten knackt meine Pedale oder mein Tretlager permanent. Ja, was soll ich machen, ne? Nach dem Urlaub zur Werkstatt. Muss ich jetzt wohl aushalten. Hallo. Wir sind ungefähr einen Kilometer vom Anstieg. Da rechts den Bergrücken geht es dann hoch. Und ja, schön mittags um 12, sagt Anne gerade. Ja, in der
richtigen Sonnenhitze. Ist auch leicht schwül hier in Italien. Das wirkt ein Fest. Der Koll ist offen. Super. Keine Ahnung, ob Trinkwasser. Ja, ich muss gerade an meinem Mindset arbeiten, weil jetzt wird es da dem Mortirolo, genau, hoch. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon nicht mehr. Und mein Hammerhead zeigt mir an 1328 Höhenmeter auf 12,7 Kilometer. Also ich würde sagen, das ist steil. Was meint ihr? Ja, das sieht nach viel Aua aus. Also die Erwartungshaltung ist ganz klar, das wird scheiße. Und wir gucken uns das jetzt an, ob das wirklich so ist. Tonnante 32. Die nehmen wir jetzt wahrscheinlich immer ab, die Nummern. 32 bis nach oben. Jo, so eine 2 vorne und bis zur nächsten anscheinend nur 12,1%. Geht doch. Anne kämpft sich da schon wieder hoch. Mario hat zum ersten Mal auch den Kopf vorne auf die Lenkerrolle so gemacht. Eigentlich ist es meine Position. Jetzt kommen hier gerade vielleicht gar nicht schlecht ein paar Autos runter und ein Motorradfahrer. Wir schaffen das. So kenne ich den Mario gar nicht. Filmt kaum, redet wenig, ist gar nicht motiviert. Aber der Burner fährt wieder. Ich schiebe jetzt ein kurzes Stück und hoffe, dass es da an der Kurve ein bisschen flacher ist zum Einstieg. Wir saßen halt hier auf der Bank. Ich habe echt aufgegeben schon. Habe geguckt, ob man wieder runterfahren kann und dann anders zum Campingplatz. Aber das sind auch wieder mehr als 1000 Höhenmeter. Auch mega steil. Habe überlegt, ob man sich ein Taxi holt. Aber wir machen das jetzt weiter. Aber macht das nie nach. Niemals. Das macht keinen Sinn. Das ist so gaga. Also mit Gepäck. Zumindest nicht mit Gepäck. Wenn man es nicht schafft, schieben. Ich glaube, jetzt länger schieben, macht sich Anne mal Blasenpflaster auf die Hacke. Die ich natürlich nicht dabei habe. Ja, sonst zieh halt Badelatschen an. Mit Socken. Ja, also ich habe mich voll mit Schieben abgefunden. Anne rollt da oder pedaliert 50 Meter vor mir. Jo. Oh, ich kann euch sagen, das ist richtig einfach brutal. Jetzt ist es so schwülwarm um einen herum. Zig Fliegen. Ja, beim Schieben tut mir hinten die Ferse so weh. Deswegen will ich irgendwie lieber fahren. Aber es ist aber auch super anstrengend.
Motivation, Motivation, Motivation. Eine 1. Manchmal sieht man ja in so Dokumentationen, dass Leute die Straße raufschieben, obwohl die Straße so ist, dass man sie locker fahren kann. Aber ja, da fragt man sich, hä, ist Schieben nicht anstrengender? Nee. Schieben ist auf jeden Fall etwas leichter. So, wir haben jetzt beide in die Badelatschen gewechselt, damit es keine Blasen an den Hacken gibt. So, Tonhunter 11, hier ist das Pantani-Denkmal. Der König des Mortirolo, der hat sie alle zersägt. So, die letzten 3 Kilometer vom Kolb wird es wieder ein bisschen flacher. Nur noch 7, 8, 9%. Ich bin wieder auf dem Rad. Ja. Einige Kilometer gelaufen. 5, 6, keine Ahnung. Seit dem Mortirolo schaue ich mir gerne die Steigung von einem Pass auf cyclingcols.com an. Dort sieht man schön die Steigung pro Kilometer oder wie hier beim Mortirolo pro 500 Meter. Und wir sehen, dass insbesondere die mittleren 5 Kilometer extrem steil sind. Das ist auch ungefähr der Teil, den ich geschoben habe. Ja, bei der Planung sagt man ja manchmal, wird schon irgendwie gehen, ne? Aber seit diesem Anstieg überlege ich mir das zweimal. Kommt Mortirolo eigentlich von Mörderisch? So, 1,356 Kilometer, aber noch echt extreme Steigung. Da jetzt wieder 11,8%. Und jetzt donnert's. Ich hasse Gewitter. Hier ist ein Refugio, Bar, Restaurant und Zimmer. Ja, schön. Wie die meisten Refugen, ne? Einfach wie eine Oase. Leider trocken, glaube ich. Der Passo del Mortirolo ab Mazzo. Leute, ich glaube es nicht. Ich sehe die Hütte. Wir haben es geschafft. Zwar auch mit langen Passagen, wo wir geschoben haben. Aber geschafft. So, wir sind oben. Mortirolo. So. It's just stupid. Wir haben es geschafft, durchgehalten, nicht aufgegeben, einfach geschoben. Und gelernt, was wir nicht wollen. Ja, die Hütte ist total genial. Einfach hier einen Seekontainer ausgebaut. Hier mit Klo. Was noch? Interessiert's? So. Und ja, winddicht. Jetzt können wir uns hier die nassen Sachen ausziehen und die warme, trockene Kleidung an. Gut, Fotos haben wir auch gemacht. Jetzt kommt der Abstieg. Schafe und Ziegen. Dicht auf dicht, eng an eng. Jo, Mahlzeit. Nee. Ich warte mal kurz auf Anne, weil ich glaube, der weiß ganz genau, dass seine Herde gerade eingezäunt ist und er gerade arbeitslos ist. Von daher chillt er sein Leben gerade. Guck, einmal kurz Augen aufgemacht. Okay, geile Fahrradfahrer. Mache ich mal nichts, schlaf weiter. Wir sind dann erstmal einige Kilometer auf der Höhe geblieben.
Da unten waren wir gerade noch. Alter Schwede. Ja, auch die Abfahrt war ziemlich ungenießbar. Kann ich nicht empfehlen. Ja, mitten auf dieser scheiß Abfahrt merke ich, das Knacken ist auf einmal weg. Ja, dann war es da vielleicht doch für etwas gut. Hier sind wir wieder zurück in der Zivilisation und dann ging es noch ein paar Kilometer leicht bergauf. Wir hatten den Kaffee auf und wollten auf den Campingplatz. So, wir sind da. Hi. Hier noch kurz die Strecke vom Passo del Mortirolo bis zum Campingplatz. Jo, der Campingplatz ist klein, familiär und in die Jahre gekommen, aber für uns so passt es jetzt hier perfekt. Vor allem seit längerer Zeit haben wir endlich mal wieder Strom hier im Vorzelt. Das hatten wir schon irgendwie länger nicht mehr. Bestimmt. Bestimmt. Jo. Ja. Gut, Waschmaschine läuft auch schon. Ich denke, dann gehen wir gleich noch mal in den Ort hier eine Pizza essen oder sowas. Das haben wir uns verdient. Guten Abend. Hallo. Wir haben hier im Ort noch eine Pizzeria gefunden. Wir haben echt noch gedacht, jetzt hier ist eigentlich wie so ein Skiort, aber alles hat zu. Wir haben schon die Sorge gehabt, jetzt haben wir so eine anstrengende Tour gehabt und kriegen jetzt nichts mehr zu essen. Ja. Panik. Haben wir aber und ja, die beiden Tage bisher fühlen sich noch nicht so richtig nach Urlaub an. Das war echt überraschend schwer. Das muss auf jeden Fall besser werden jetzt ab morgen. Und ja, wir hoffen, das wird's auch und wir sehen uns das morgen an. Also, seid dabei. Ciao. Genau. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar, keine Selbstbeteiligung und keine hohen Hürden an das Abschließen des Rades. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.